Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Würde denn ein geistiges Wesen, wenn es spricht, unter gar keinen Umständen Angst verwenden? Würde ein geistiges Wesen immer oder gibt es da auch Unterschiede? Weil, ja, das ist meine Frage. Da muss man auch verstehen, wie die geistige Welt wie das energetische Feld im Universum ist, im Gegensatz zu unserer Dualität. Und ein geistiges Wesen würde niemals irgendetwas Angstmachendes, wird ein geistiges Wesen nicht. Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die gesagt werden müssen in Botschaften. Ich meine, gerade jetzt so bei uns bei den Schritte müssen ja bestimmte Dinge gesagt werden, aber sie wären dann so voller Liebe oder in so viel mit Tönen angereichert, die so viel Liebe beinhalten, dass das keine Angst macht. Ja, Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. ja, Die geistige Welt ist ja die Liebe. Botschaften sind nun mal Worte, aber Worte, die mit Liebe ausgesprochen werden, das ist einfach, also sonst wäre es kein Channeling. ja. Also ein geistiges Wesen aus der Wirklichkeit würde sich nie auf diese Dualität einlassen. Also ein geistiges Wesen, was noch nie inkarniert hat, kann sich gar nicht auf die Dualität einlassen. Das ist schon mal das Erste. Woher soll ein geistiges Wesen jetzt auch wissen, was du in der Dualität, das kennen die ja nicht. Es gibt Lichtwesen, die schon inkarniert hatten, die verstehen die Dualität, würden aber dennoch niemals etwas mit Angst irgendwie weitergeben. Also ein ganz gutes Beispiel, finde ich, ist jetzt Engel Michael. Der hat viele Inkarnationen hinter sich und ist ein überaus liebevolles, auch in seinen Worten, geistiges Wesen, der Botschaften gibt. Obwohl Engel Michael auch ein geistiges Wesen ist, der sehr viel Botschaften bringt, die, also wenn man es jetzt mit menschlicher Sprache sagt, die gebracht werden müssen, um dass die Menschen wissen, was geschieht auf unserem Planeten. Aber das halt mit viel Liebe. Ja, Also, wo ich so viele Einzelchannelings gemacht habe, gell? Natürlich gibt es auch etwas, was gesagt werden muss. Aber dann halt wurde das jedes einzelne Mal mit so viel Liebe gebracht, dass die Menschen glückselig waren. Und ich darf ja als Medium, also ich persönlich jetzt als Sangeeta, ja, ich bin ein bisschen anderes Medium und ich darf keine Verstorbenen channeln. Und da war jemand bei mir, also das war wirklich sehr rührend. Die war aus der Schweiz oder Österreich und die kam zu einem persönlichen Channeling und hat gesagt, sie möchte so gern mit ihrem Mann kommunizieren und wissen, wie es ihm geht und. Um das abzukürzen, ich darf das nicht. Aber beim Channeling hat sie gefragt und es wurde dann gesagt, also ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, wir schicken dir etwas. Und dann hat sich dieser kleine Raum war erfüllt von Rosenduft. Benny, du kannst es dir nicht vorstellen. Das hat so nach Rosen gerochen. Und wo das Channeling vorbei war, hat die Frau so geweint und sie hat gesagt, ihr Mann hat ihr jeden einzelnen Samstag vom Markt frische Rosen mitgebracht. voll berührend, ne? Unglaublich, oder? Ja, Es ist unglaublich. voll. Ja. Und so läuft es halt ab. Also das ist das, obwohl die Frau in Trauer war, hat sie doch dann so viel Liebe empfunden. Oder wenn die geistige Welt sagt, bei den Schritten, also das, wenn man jetzt mal zu unseren Schritten geht, natürlich, es entsteht eine neue Welt und was mit dem alles verbunden ist, dass die Dualität anstrengend ist, darauf muss sie ja eingehen. Aber du machst ja die Schritte auch. Hast du da jemals irgendwas gehört, was
dich geängstigt hätte oder wo die geistige Welt gesagt hätte, und so wird es sein und so musst du machen und so. Nein, gar nicht. Nie, niemals, Niemals. niemals. Ja, sonst würde, ganz ehrlich, Benny, ich würde es sonst auch nicht machen. Ja, also ich könnte es nicht. Mhm. Also und sowas gibt es aber auch nicht. Also du musst dir dann wirklich hinstellen und so tun, als wenn du channelst und den Leuten was Schlimmes sagen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber sowas gibt es halt leider. Und leider sehr oft. Gell? Mhm. Und was ich dann auch noch finde, ist so ungefähr, also das habe ich halt erlebt in den 30 Jahren. Ja? Immer wieder, jetzt gehen wir mal zu den großen Channeling, zu den großen Medien, die sehr bekannt sind auf der Welt. Und dieser Konkurrenzkampf, weißt du, so, nee, und das kann nicht sein, dass das ein Medium ist und das kann hier nicht sein und da nicht. Und wirklich, Benny, sowas trage ich auch nicht in mir. Also neben mir können sich hunderte von super guten Medien bewegen. Ich freue mich drüber. Umso mehr, dass es gibt, umso besser ist es. Und ich würde niemals mich angegriffen fühlen oder mir denken, okay, da kommt jetzt jemand, der macht mir Konkurrenz. Überhaupt nicht. Wie ist es denn bei dir, wenn du channelst? Also bei mir ist schon etwas, glaube ich jetzt mal, etwas anderes, ohne dass ich mich jetzt irgendwie abheben möchte. Aber ich wurde halt auch anders ausgebildet. Und bei mir entstehen Töne und die kann ich halt hören. Dadurch, dass ich es hören kann, kann ich es halt direkt weitergeben. Und wenn wir von Hören sprechen, sprechen wir von Ohr hören und nicht im Kopf hören. Nein, im Ohr hören. Ja. Ja. Das ist deshalb bei mir geöffnet worden, weil hinter den Kulissen der Öffentlichkeit, ja, ich ja viel mit Koordinaten arbeiten muss und solche Sachen könnte man nicht erfühlen. Also muss ich das hören können. Also das ist mal das eine. Und ich könnte auch in jeder Sprache channeln. Ja, also ob ich jetzt die Sprache spreche oder nicht, wäre von keinerlei Bedeutung. Aber, das hatte ich auch schon mal, ich habe der kam zu mir und hat, ich weiß gar nicht mehr, was das für Sprache war, Tschechisch, glaube ich. Und ich habe tatsächlich auch ein tschechisches Channeling gegeben, obwohl ich die Sprache nicht spreche. Aber es war sehr schwer zu verstehen und das war ein Mann, der mir dann gesagt hat, ja, weil die Emotion nicht zu der Sprache gepasst hat. Weil ich selber nicht gewusst habe, was ich da sage, konnte ich keine Emotion. Weil die Emotion, den Klang, das mache ja ich. Und das konnte ich dann nicht machen, weil ich es nicht verstanden habe. Du hast dann gerade gesagt, bei anderen Menschen ist es dann so, dass sie fühlen oder vielleicht auch sehen. Genau. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Also da gibt es ganz verschiedene Aussagen von den Channeling-Seminaren. Manche sehen einfach, die sind mehr hellsichtig, die sehen Bilder und interpretieren praktisch mit ihren Worten diese Bilder, beschreiben diese Bilder. Und das ist auch eine sehr schöne Art. Gell? Was ich da immer empfohlen habe, war, es muss für das Medium, die diese Bilder beschreibt, keinen Sinn ergeben. Ja, weil das ja auch oft noch irgendetwas ist, wo die Menschen sagen, wenn sie channeln, ja, ich sehe da Bilder und jetzt erkläre ich diese Bilder, das kann ja gar nicht sein, was ich da drauf sehe. Das hat das Medium ja eigentlich gar nicht zu interessieren. Der da ist, wird es schon verstehen. Und so ist es eigentlich auch. Ja. Und manche fühlen, das ist schon ein bisschen schwieriger, ja, weil das Fühlen natürlich etwas ist, was sehr schwierig in Worte als Botschaft zu packen ist. Da muss man halt oder sollte man halt wirklich sehr viel üben vorher, dass man da reinkommt, dass man ein Gefühl, was man von der geistigen Welt bekommt als Botschaft, dass man das in seinen Worten als Botschaft rüberbringt. Das ist, glaube ich, der schwierigste Part. Außer es gibt Medien, was ich ja auch toll finde, die einfach sagen, was sie fühlen. Weißt, die es nicht als Botschaft rüberbringen, sondern sie sagen, ich spüre jetzt gerade Trauer oder ich spüre Zweifel, ich spüre
Zerrissenheit, dann kann das Gegenüber auch schon viel damit anfangen. Manche sehen Farben. So Farben kann man auch vielseitig interpretieren. Es ist ein Unterschied, ob ich eine dunkle oder eine helle Farbe sehe. Und einer hat mal zu mir, das glaube ich war eine Frau, die hat zu mir gesagt, bei mir steht es in Schrift auf dem Stein. Ich kann es ablesen, ja super. Also das ist natürlich die einfachste Art von allen, wenn man es tatsächlich ablesen kann. Also die geistige Welt nimmt immer die Fähigkeit, die in dir am stärksten ist. Also bist du hellsichtig, wird sie den hellsichtigen Kanal benutzen. Bist du hellfühlig, wird es übers Fühlen gehen. Das entscheiden wir gar nicht so. Das entscheidet die geistige Welt. Ich meine, es ist auch mal eine ganz extreme Hürde, das erste Mal sowas zu tun, ne? Seinen Mund aufzumachen und dann, ich meine, ich kenne es von den Seminaren, Ja. die alle dann geübt Die haben armen und so. Leute, Ne? So aus dem Nichts heraus Ja. plötzlich etwas. Was für Symptome könnten denn da auftauchen? Einige hatten immer wieder bei den Seminaren Zuckungen oder Kopfschmerzen. Und was am meisten ist, die hatten so einen Druck. Also viele haben gesagt, ich hatte so einen Druck im Kopf, so einen Druck im Kopf. Die Energie baut sich halt auf. Und wenn du, wie du es schon so schön gesagt hast, gerade die Anfänger bei Seminaren, die haben oft eine Blockade zu sprechen und der Druck baut sich immer weiter auf, weil eine Botschaft, die mal gesandt wird, ist nicht mehr aufzuhalten. Die kannst du nicht einfach wegdrücken. Und dann lässt der Druck nach, wenn du sprichst. Ja. Und ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen, ich wäre ja anders vorbereitet, aber ich gehe natürlich auch ins Vereinigte Chakra und so, das natürlich auch. Aber bei mir hat die Energie eine andere Geschwindigkeit und durch die Töne wäre ich anders vorbereitet. Und wenn jetzt zum Beispiel, wir sprechen uns ja nie ab, niemals. Heiko macht ja immer Meditation vorher, gell? Und wenn jetzt die Meditation zu lang ist, dann kenne ich das schon auch, dass der Druck sich so aufbaut, die Botschaft will jetzt durch. Und ich kann ja nicht zu Heiko sagen, jetzt hör auf. Könntest ja mal so räuspern. Nee, da bin ich gar nicht mehr, glaube ich, in der Lage. Aber deswegen kenne ich das. Ich weiß genau, was die Leute meinen, wenn sie sagen, der Druck baut sich auf. Viele haben auch ein Zittern oder Hitze gespürt. Man hat es auch gesehen, manche waren hochrot im Gesicht. Aber da kommt natürlich auch eine gewisse Aufregung dazu. Ja. Und dir kann nichts passieren. Also das ist auch noch ganz, ganz wichtig für Leute, die channeln wollen. Versuch's. Dir kann nichts passieren, gar nichts, außer dass du Liebe erfährst. Das ist das Einzige, was dir passieren kann. Also diese ganzen Aussagen von irgendwelchen Medien, es kann dir was Schlimmes passieren oder das kann sein, das stimmt nicht. Glaub's nicht. Vertrau mir. Es kann dir nichts passieren. Ja, schön, dass du das noch sagst. Ja, das ist auch wirklich wichtig und ich finde es auch so schade, weil die Menschen sind schon immer so geplagt mit ihren Zweifeln, verständlicherweise. Alles, was spirituell oder energetisch ist. Gell? Und das Channeln ist ja nochmal eine Stufe höher. Und durch irgendwelche Menschen, die meinen, anderen Menschen sagen zu müssen, ja, ich will es gar nicht aussprechen, glaubt, vertraut mir, euch passiert gar nichts. Außer Liebe. Ja, außer Liebe. Ja, absolut, so ist es. Ich würde persönlich auch den Leuten empfehlen, wenn sie es mal ausprobieren möchten, sich vielleicht mal einen Partner rauszusuchen und es wirklich direkt mit einem anderen Menschen zu machen. Das ist natürlich das eine für sich selbst, aber diesen einen Schritt zu gehen, es für jemand anderes zu tun, ist nochmal eine ganz andere Qualität. Und am besten jemand, den man nicht kennt. Also das war bei den Seminaren mir auch immer wichtig. Das sind ja oft zu zweit gekommen, die sich gekannt haben, Freundinnen oder so, dass die nicht zusammen channeln. Ja. Also umso weniger du von den anderen Menschen weißt, umso leichter ist es. Viel, viel leichter. Und wenn zu mir jemand kam in meinen Einzelsitzungen, ich wollte überhaupt nichts wissen. Wenn die was erzählen wollten, ich wollte es nicht wissen. Ich wollte es nicht wissen. Ja. Es ist viel, viel einfacher, wenn du für jemand Fremden channelst. Was natürlich auch wieder schwer ist beim Üben, gell? Auf jeden Fall schon mal ein Gegenüber zu haben, wäre schon sehr gut. Ne? Genau.
Und diese Erfahrung ist halt wirklich so einzigartig, weil sich diese Energie halt eben aufbaut. Und man Ja. spürt es ja. Ja. Das hat ein so wohliges Gefühl. Also so klar können auch mal, wenn der Energiedruck sehr hoch ist, können mal kurzzeitig Kopfschmerzen entstehen. Man muss sich halt gut erden, auf allen Ebenen gut erden. Das ist ganz wichtig. Aber in der Regel erden die Lichtwesen schon. Die sprechen. Also die Botschaften geben, die erden meistens schon. Also den Menschen, Ja. das Medium. Gell? Hm. Und oftmals sogar auch das Gegenüber. Ist mir auch schon aufgefallen. Weil einfach natürlich Energie macht ja was mit einem. Ja, aber ansonsten, mal abgesehen von diesen Sachen, dass einem ein bisschen schwindelig wird, dass man mal Kopfschmerzen kriegen kann, dass der Energiedruck hoch ist oder dass einem mal heiß wird, wird man, wenn man gechannelt hat, ein wunderschönes, weiches, zartes, warmes Liebesgefühl in sich tragen. Absolut. Und das hält auch einige Zeit an. Eins der schönsten Sachen, die man erfahren kann, tatsächlich, muss ich so sagen. Ja. Es gibt fast nichts Schöneres Ja. als das. Ja, ist auch so. Da geht die geistige Welt wirklich nochmal eine ganz andere Verbindung mit dir ein als sonst wo. Und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Also jetzt erzähle ich wieder persönlich was. Gell? Ich habe in den ganzen Jahrzehnten mit meinen Abende oder wenn ich Termine hatte mit persönlichen Channelings, ganz egal, was bei mir vorher auch passiert ist, also ich habe trotzdem gechannelt, weil ich wusste, in dem Augenblick, wenn ich verbunden bin, ist es nicht mehr wichtig. Und deswegen weiß ich es auch so genau. Also selbst wenn du heftige Zahnschmerzen hast, in dem Augenblick, wo du channelst, sind sie weg. Ja. Oder wenn du heftigen Liebeskummer hättest, in dem Augenblick, wo du channelst, spürst du den nicht mehr. Weil du im vereinigten Chakra bist, Weil oder? du im Vereinigten, ja, und weil die geistige Welt mit klar. ihrer Energie natürlich auch was bereitstellt. Mhm. Die empfinden ja so viel Liebe für uns. Ich glaube tatsächlich, oder ich weiß es, dass es jenseits unserer Vorstellungskraft ist, wie sehr die uns lieben. Ja. Und auch immer da sind. Weißt du, es ist ja nicht so, dass die geistigen Wesen irgendwie, also die wollen ja für uns etwas tun. Die wollen ja wirken. Auf jeder Ebene. Ja, Benni. Also ich kann es nur jedem Menschen empfehlen und ich kann sagen, bitte, bitte glaubt keinen, der behauptet, dass ihr etwas tun müsst oder etwas Angstmachendes oder etwas Eingreifendes oder etwas Manipulatives. Glaubt es einfach bitte nicht. Danke für die Abschlussworte, Biene. Ja, gerne, Benni. Liebe Freunde, nochmal für euch. Das ist ein riesiges Thema. Man könnte wahrscheinlich Tage damit füllen. Habt ihr Fragen? Bitte gerne in die Kommentare. Wenn genug Fragen da sind, schreibe ich sie mir auf und wir machen dann eventuell einen zweiten Genau so oder machen dritten wir's, ja. oder Podcast. Ja, aber es ist auch wirklich so, Benni, ich meine, es gibt, gerade beim Channeln gibt es natürlich ganz, ganz viel zu sagen. Gell? Da können wir gerne nochmal auch einen zweiten Teil machen. Ja. Oder auf Fragen eingehen. Das, glaube ich, wäre schon wichtig. Gut. Also ihr wisst Bescheid, liebe Leute. Alles Gute. Danke, Biene. Danke, Benni.